Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diese Woche geht es um dieses unscheinbare Teil. Es geht um ganz viel Kultur. Und um viele schöne menschliche Begegnungen hier in Usbekistan. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Nachdem wir Shiva verlassen haben, besuchen wir den wohl quirligsten Markt am Rande der Stadt, um uns mit Obst und Gemüse einzudecken. Wir machen einen Umweg über Urgench, da wir uns hier eine Lösung für unser akutes Gasversorgungsproblem erhoffen. Wir haben ja vor unserer Reise extra einen Gastank einbauen lassen. Bisher war das auch echt super. Wir haben ein Adapterset mitbekommen und bis Kasachstan war das auch alles total easy und gar kein Problem. Leider sieht das in Usbekistan ganz anders aus. Keiner unserer Adapter passt. Erstmal ist es sowieso schwer, eine Propangas-Tankstelle zu finden. Und wir haben, glaube ich, jetzt insgesamt 10 Stück gefunden, sind da jedes Mal rangefahren. Aber ja, wie gesagt, unsere Adapter passen leider nicht. Wir haben jetzt Gott sei Dank noch eine mobile Gasflasche dabei, auf die haben wir jetzt unser System erstmal umgestellt, weil wir denken, dass man die vielleicht irgendwann leichter nochmal füllen kann. Petra hat ein bisschen recherchiert und wir haben jetzt hier in einer Stadt eine Firma gefunden, die auch Gastanks verbauen und uns zu verstehen gegeben, dass wir uns an eine andere Werkstatt wenden sollen, die hier allerdings auch gleich nebenan ist. Und da wäre so in einer Stunde der Meister irgendwie wieder da und wir hoffen, dass der uns helfen kann. Vielleicht basteln die uns irgendwie einen Adapter. Das wäre natürlich irgendwie ganz nice. Wir werden euch berichten. Nachdem wir mehr als 2,5 Stunden warten und fast weiterfahren wollen, klopft es plötzlich an der Tür. Wir schildern unser Problem, dem sich der Werkstattbesitzer sowie der Kfz-Meister und ein weiterer Mitarbeiter sofort widmen. Sie beratschlagen kurz, bitten mich lachend, Platz zu nehmen und sie legen los. Zwischendurch testen sie das Werkstück am Gasanschluss. Der Meister fährt mit uns zur nächsten Propan-Tankstelle zum Abnahmetest unseres neuen Gasadapters. Der neue Adapter passt, die Gasversorgung für Heizung, Warmwasser, Herd und Kühlschrank ist sichergestellt. Unsere Reise kann weitergehen. Zairjon überreicht mir den Adapter mit den Worten Made in Usbekistan. Wir müssen beide lachen. Auf meine Frage nach dem Preis schüttelt der Chef den Kopf und sagt Welcome to Usbekistan. Uns ist das unangenehm. Letztlich nimmt er zögernd 20.000 Som von uns, umgerechnet ca. 2 Euro. Wir sind happy, er auch. Damit nicht genug. Zairjon, der Werkstattmeister, erzählt mir zwischendurch, dass seine Kinder Englisch lernen und verbindet mich kurzerhand mit seinem Sohn Ismail, der mir erklärt, dass sein Vater uns gerne zum Abendessen nach Hause einladen möchte. Hier lernen wir Zairjons Frau Dildora und ihre 4 Kinder kennen.
Außerdem eine Cousine der Familie und eine Freundin der Mutter mit ihrem Sohn. Wir erleben einen sehr herzlichen Abend und es fühlt sich an, als würden wir uns alle schon lange kennen. Ismail fungiert als Dolmetscher, was die Verständigung einfach macht. Anhand einer alten Landkarte erläutern wir unsere Reiseroute und berichten über unser Vanlife, was bei den beiden Eltern ebenfalls das Reisefieber auszulösen scheint. Nach einer Hausführung bieten uns Sayon und Dildora das Wohnzimmer zur Übernachtung an. Wir entscheiden uns dennoch für den Van, versprechen aber zum Frühstück wiederzukommen. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns und rollen glücklich vom Hof. Danke Sayon, Dildora, Ismail, Farangis, Silola und Suleiman. Wie schön, dass wir uns kennengelernt haben. Wir sehen uns irgendwann in Hamburg wieder. Sag gleich nochmal. Wir sind mittlerweile in Bukhara angekommen. Die Stadt gefällt uns ebenfalls sehr gut, obwohl sie so ganz anders ist als Chiva. Tatsächlich sind hier die verschiedenen Gebäude mehr über die Stadt verteilt, ist weniger geschlossen als in Chiva. Und die Gebäude sind auch viel prunkvoller, viel prächtiger. Absolut, ja. Gleichzeitig sind sie nicht so stark restauriert wie in Chiva und damit ein bisschen natürlicher und man kann sich das Leben hier irgendwie besser vorstellen. Ja, was ich echt erstaunlich finde, ähnlich wie in Chiva, dass es hier relativ leer ist. Ja. Ja, wir rätseln immer noch, ob es an der Jahreszeit liegt, ob es einfach für die meisten zu heiß ist und deshalb die Touristenzeit eher zu einem späteren oder früheren Zeitpunkt ist. Aber ja, für uns natürlich eigentlich ganz angenehm. Ne? Ah. Was bis Georgien Kirchen und Klöster waren, sind in Usbekistan Moscheen und Medresen. Wir können nicht genug von den opulenten Farben und Mustern bekommen. Immer wieder aufs Neue begeistert uns die Architektur der damaligen Zeit und beeindruckt uns die Größe der imposanten Eingangsportale.
Eine Medrese ist eine Koranschule, die immer auch Kammern für die Studierenden bereithält. Christoph war heute Morgen beim Friseur und die haben ihm sehr schön in so einem coolen Barbershop die Haare geschnitten. Und am Ende hat der Friseur zu ihm gesagt, er möge doch geben, also bezahlen, was er kann, er wäre sein Gast. Und das ist eins von vielen Beispielen, die wir hier erleben für einen sehr freundlichen Umgang mit Fremden, sehr Gastfreundschaft, sehr herzlicher Empfang. Beispielsweise waren wir vor ein paar Tagen abends in einem sehr, sehr großen Familienrestaurant essen, wo lange Tische aufgebaut waren, wo ganze Familien saßen mit ihren Kindern, wo laute Musik lief, riesige Plüschfiguren rumliefen, um die Kinder zu bespaßen. Und unsere Kellnerin hat ihr Englisch zusammengekratzt und uns erstmal willkommen geheißen. Welcome to Usbekistan. Und dann hat sie sich viel Zeit genommen, mit uns die veganen Speisen aus der Karte zu suchen. Und am Ende haben wir uns bei ihr bedankt und wollten ihr auch ein kleines Trinkgeld mitgeben. Und das wollte sie aber auf keinen Fall annehmen. Sie hat uns dann zu verstehen gegeben, dass sie es einfach gerne gemacht hat. Und das ist einfach so schön hier, so offen und so herzlich der Umgang und so willkommen geheißen zu werden. Wir haben vor ein paar Tagen etwa Wasser ziehen wollen. Es gibt hier in den Städten so kleine Shops, wo die umliegende Nachbarschaft ihr gefiltertes Wasser beziehen kann. Und wir haben jetzt so 2, 3 Kanister, wollten wir nachtanken und am Ende natürlich auch bezahlen. Und der Shop-Eigner hat das aber abgelehnt und hat auch erstmal gesagt, Welcome to Usbekistan und schön, dass ihr da seid. Und er wollte auf keinen Fall, dass wir dieses Wasser bezahlen. Er wollte gerne das uns schenken und uns willkommen heißen. Und selbst mit der Polizei, also selbst mit Obrigkeiten sozusagen, ist uns das schon passiert, weil wir haben mit ein paar anderen am Straßenrand im Halteverbot gestanden. Und dann kam die Polizei an und die haben hier so ganz witzige Sirenengeräusche, hat dann immer die Sirene angeworfen und auf Usbekisch so ein bisschen rumgebellt. Und dann sind die anderen weggefahren, dann haben wir irgendwann geschnallt, dass wir hier nicht so gut stehen. Und dann hielt neben uns so ein Polizeiauto und wir dachten schon, okay, was passiert jetzt? Dann ließ er das Fenster runter und das Erste, was er fragte, war, woher kommt ihr? Und dann haben wir ihm das erzählt und dann hat er gestrahlt und gesagt, Deutschland, und hat mit ein paar Brocken Deutsch uns begrüßt und hat uns dann, das hatten wir ja schon verstanden, erklärt, dass wir hier weg müssten. Aber es wird erstmal gefragt, wo kommst du her? Dann wirst du irgendwie willkommen geheißen und dann kommt der Rest. Und das ist so schön und das macht so einen Spaß und das macht es einem
so leicht in diesem Land unterwegs zu sein und auch gerne unterwegs zu sein, dass wir das mit euch teilen wollten. In den Markthallen bieten Händlerinnen und Händler nach wie vor traditionelle Waren an. Lediglich die Zielgruppe hat sich geändert.
kleinen Gassen der Altstadt Bukharas entwickeln im Dunkeln ihren ganz eigenen Charme und laden uns zu einem Abendspaziergang ein. Unseren Campervan haben wir in der Altstadt vor einem Hostel geparkt, da man sich als Tourist in Usbekistan alle 3 Tage registrieren muss und wir zudem mal wieder eine Waschmaschine brauchen. Unsere letzte Station in Bukhara ist der Sommerpalast des Emir. Der liegt etwa 5 Kilometer vom Zentrum entfernt. Besonders faszinieren uns die märchenhaften Farben und Formen der Inneneinrichtung des Palastes.
Wir sind auf dem Weg von Bukhara nach Samarkand, also in Richtung Samarkand. Während unserer Suche nach einem Schlafplatz haben wir gestern so einen alten Gebäudekomplex entdeckt mit einem Parkplatz davor. Da haben wir uns dann hingestellt und dachten uns, ja, da pennen wir jetzt einfach mal. Und dann dauerte das, glaube ich, keine 5 Minuten. Dann kam jemand von diesem Gelände und hat uns angesprochen. Verständigung war allerdings nicht so ganz einfach. Wir haben denen dann zu verstehen gegeben, ja, wir würden gerne dort schlafen. Dann kam ein zweiter dazu und die meinten dann so, ja, wenn ihr hier pennen wollt, ist das okay, aber dann kommt mit auf das Gelände. Und ja, wir sind dann hinter so ein fettes, schweres Tor gefahren. Der wollte uns dann noch ein Zimmer anbieten mit dem Bett. Und wir haben dann gesagt, nee, wir pennen schon in unserem Van. Wir glauben, das ist eine alte, stillgelegte Kaserne, die jetzt hier nur von den beiden bewacht oder verwaltet wird. Wir wurden dann noch zum Abendessen eingeladen, was super, super nett war. Und ja, wir haben sehr gut hier geschlafen und fühlten uns auf jeden Fall sehr gut bewacht. In Charizabsch legen wir einen Zwischenstopp ein. Diese Stadt wollte Timur seinerzeit zur Hauptstadt seines Reiches ausbauen. Übrig geblieben sind Teile des Portals zu seinem Palast, die mit ihren Ausmaßen mehr als beeindruckend sind. Vor der Palastmauer finden wir einen ruhigen Stellplatz bei Vollmond. Gute Nacht! Das war unsere Woche in Bukhara. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Samarkand und Taschkent. Tschüss! Tschüss!